Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Es ist unglaublich, mit was man sich in unserer woke links-grünen Republik alles befassen muss. Links ist vorbei, hat Friedrich Merz gesagt. Nein, links fängt erst an. Heute zum Thema, das kann man eigentlich gar nicht glauben, aber deshalb bringe ich es ja. Biologische Entwertung, Weißsein als Krankheit. Zum ersten Mal erklärte ein europäischer Staatssender die Mehrheit seiner Bevölkerungsgruppe, nämlich die eigene, zur genetischen Gefahr. Ein Vorgeschmack auf eine Ideologie, die Weiße zu Schuldigen erklärt. Unlängst wurde in einer Wissenschaftssendung im dänischen Staatstv ein Spot gezeigt, der Weißen in Dänemark nahelegte, sie sollten lieber exotische Partner wählen. Absurde und rassistische Begründung: Beziehungen zwischen Weißen seien Inzucht. Ein Experte erklärte, die Dänen seien durch Jahrhunderte zu homogen geworden. Das Heil liege in der Vermischung mit fremden Genen. Weißsein als Krankheit, als genetischer Defekt. Eine perfide Propaganda gegen das eigene Volk. Stellt euch einfach mal vor, es würde ein Rechter sagen. Es gibt immer mehr Augenblicke, in denen staatliche Fernsehsender Grenzen überschreiten, nicht nur in Dänemark, in ganz Europa, ganz speziell auch in Deutschland. Das, was in Dänemark geschah, kann jederzeit auch hierzulande geschehen. Die Mehrheitsbevölkerung wurde öffentlich als biologisch minderwertig markiert, und zwar nicht in anonymen Foren, sondern im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, bezahlt von Menschen, denen indirekt eingeredet wurde, dass ihre Existenz ein Problem ist, ihre Herkunft ist ein Fehler und ihr Fortbestand unerwünscht. Kann man sich das noch vorstellen? Es wurde eine Ideologie sichtbar, die nicht mehr Vielfalt feierte, sondern die Existenz bestimmter Menschen problematisierte. Das ist nicht Diversität, das ist kulturelle Selbstverachtung in Reinform. Ein Volk wird psychologisch demontiert. Weh, wenn das andersherum gewesen wäre. Ein Aufschrei wäre durch die ganze Welt gegangen. Doch so präsentierte das staatliche dänische Fernsehen keine Wissenschaft, sondern pädagogische Massenpsychologie in Reinform, die da hieß: Erkläre eine Gruppe, in diesem Fall die Weiße, für biologisch riskant. Suggeriere, dass ihre Fortpflanzung ein gesellschaftliches Problem ist. Biete die Lösung an: Auflösung durch Durchmischung. Psychologisch war das nichts anderes als eine mediale Dehumanisierung durch Pathologisierung. Diese Botschaft wäre gegenüber jeder anderen Gruppe ein globaler Skandal. Doch wenn sie sich gegen Weiße richtet, schweigen viele der heuchlerischen Gutmenschen und Moralisten. Es ist dieselbe Nation, die dänische, die noch vor wenigen Jahren bei sinkenden Geburtsraten Panik schob und den staatlichen Slogan ausgab: Do it for Denmark, also Kinderkriegen als patriotischer Akt. Heute jedoch wird dieselbe Bevölkerung belehrt, dass genau das aber schädlich sein soll. Dieser Kurswechsel ist kein Zufall, er ist ein politischer Bruch, ein moralischer Paradigmenwechsel, der eine neue Doktrin installieren soll. Die Mehrheit soll lernen, sich selbst als Störung zu betrachten. Doch ein Volk lässt sich nicht über Nacht austauschen, aber man kann es ja dazu bringen, an seiner eigenen Legitimität zu zweifeln. In Werbungen, Serien, Filmen, Social Media, überall dieselbe Tendenz. Die statistische Realität verschwindet. Weiße Europäer stellen in vielen Ländern 70-90% der Bevölkerung, doch in den Medien tauchen sie zunehmend nur noch als Karikatur auf. Unglücklich, komisch, moralisch belehrt, defizitär, problematisch. Die Botschaft, die rübergebracht werden soll, lautet offensichtlich: Die Normalität soll aussterben, per Narrativ. Und jeder, der fragt, warum wird meine weiße Identität negativ dargestellt, wird sofort moralisch exekutiert. Rassist, Rechter, gefährlich. Das ist keine Debatte mehr, sondern
eine soziale Einschüchterung, weil Weißsein plötzlich eine Krankheit sein soll. Diese Entwicklung geschieht nicht mit einer klaren psychopolitischen Struktur. Herabsetzen einer Gruppe, in diesem Fall Weiße, gleichzeitiges Moralisieren. Kritik gilt als böse. Die Identität wird umgedeutet, Normalität wird zum Problem erklärt, es geht noch weiter, Realität wird durch ein ideologisch gefiltertes Medienbild ersetzt und die Gegenrede als rassistisch tabuisiert. Das Ergebnis ist keine Vielfalt, sondern kollektive Selbstverachtung, die uns aber als Tugend verkauft wird. Die Demokratisierung der Identitäten, angeblich das große Ziel, gilt seltsamerweise nur in eine Richtung. Wenn eine weiße Schauspielerin öffentlich von guten Genen spricht, brechen linke Medien in Panik aus und rufen Nazi-Ästhetik. Aber wenn europäische Mehrheiten als zu homogen diffamiert werden, dann ist das anders. Dann klatschen dieselben Kreise Beifall. Das ist nicht Gleichheit, sondern ideologischer Machtmissbrauch. Doch in Wirklichkeit geht es nicht um Hautfarbe oder um Ethnizität. Es geht um etwas viel Größeres. Das Recht, ohne Schuld geboren zu werden, das Recht, ohne moralischen Makel zu existieren und das Recht, nicht pathologisiert zu werden. Wenn staatliche Medien beginnen, eine Bevölkerungsgruppe biologisch zu entwerten, dann ist das kein kultureller Fortschritt. Es ist ein politisches Experiment, das mit den tiefsten Schichten der Identität spielt. Das ist eigentlich der Punkt, an dem Widerstand zur Pflicht wird, denn eine Demokratie bricht zusammen, wenn sie Mehrheiten zu Feinden erklärt. Es gibt keine guten und schlechten Hautfarben, keine wünschenswerten und unerwünschten Identitäten und keine gesunden und kranken Bevölkerung. Jeder Versuch, das Gegenteil zu suggerieren, ist eine gefährliche, ideologisch motivierte Entgleisung. Der dänische Spot ist kein Einzelfall, aber er ist ein Warnsignal, ein Blick auf eine Zukunft, in der Identitäten, auch die weiße Bevölkerungsmehrheit, nicht mehr geschützt, sondern neu bewertet und im schlimmsten Fall abgewertet werden. Weißsein als Krankheit. Ich bin gespannt, ob YouTube dieses Video zensiert. Ich bin gespannt. Zu diesem ganzen linksgrünen Extremisten, ihr wisst, was ich meine, habe ich ein Buch geschrieben, Staatsgeheimnis NGO-Finanzierung. Milliarden Steuergelder für linke und linksextreme Aktivisten. Dort sind zum Beispiel auch solche dabei, die ich euch gerade genannt habe, die einfach sagen, Deutschland verrecke, Deutschland ist nicht gut und so weiter. Und sie kriegen Steuergelder, und zwar euer Steuergeld. Dieses Buch ist wichtig als Hintergrundinformation. In diesem Buch sind auch Listen drin von NGOs, wer welche Gelder erhält. Also wichtig. Mein neues Buch, ihr seht es im Hintergrund, heißt Deutschland muss vernichtet werden. Völkermord, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute. Dieses Buch fasst alle Massenmorde zusammen, die die Alliierten an unserem Volk begangen haben, angefangen von 1914, und es geht weiter bis heute. Heute ist es kein Massenmord, aber heute ist es eine Zersetzung des Volkes. Dieses Buch ist einzigartig. Es ist schon in der 3. Auflage verkauft. Die Medien ignorieren es oder sie diskriminieren es. Ich selbst werde bedroht, beleidigt, beschimpft. Ist mir alles egal. Ich habe das Buch geschrieben für meinen Opa und meine Oma und für die Millionen deutsche Toten, die heute ein zweites Mal geschündet werden, indem man ihnen sagt, ja, ihr wart alles Massenmörder. Wir sind kein Massenmördervolk. Jeder Mensch ist gleich und jeder Tote ist gleich schlimm. Das ist keine Relativierung. Ich habe die religiöse Überzeugung, dass alle Menschen gleich sind. Ergo
ist auch jeder Tote gleich schlimm. Für mich gibt es keine Toten erster und zweiter Klasse. Aber genau die gibt es für den Mainstream. Für unser Andenken habe ich dieses Buch geschrieben. Ich weiß nicht, wie lange es noch geben wird. Am besten, ihr besorgt es euch und kauft es schnell, weil ich kenne die Zukunft nicht, kennt keiner. Abonniert auch meinen Telegram-Kanal. Dort erhaltet ihr täglich, ich bin täglich auf dem Telegram-Kanal, täglich neue Informationen von mir. Auch meinen kostenlosen Newsletter unter www.michaelgrant.de könnt ihr abonnieren. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.